Mein Name ist Frank Röhlich, ich bin der Geschäftsführer der RF Bike-Dich GmbH. Die Firma gibt es seit 1997, wurde in einer Doppelgarage gegründet. Inzwischen sind wir hier auf 1500 Quadratmeter, haben hier alle Maschinen und Utensilien, die wir brauchen, um hier Custom Bikes bauen zu können, und zwar fast ausschließlich ohne fremde Hilfe. Das heißt, wir stellen die Teile hier selbst her und so weiter und bauen das zusammen. Meine Funktion ist in erster Linie, die Kunden zu beraten und mit denen so ein Umbaukonzept durchzugehen, wie sie ihr Fahrzeug haben wollen, von Rädern, von der Farbe, von den technischen Komponenten angefangen, bis eben zur Fahrbarkeit, was die breiten Reifen betrifft, oder eben schmaler Reifen, was der Kunde halt möchte. Und dann eben CAD-Konstruktion und CNC-Frästechnik. Das ist meine Hauptaufgabe hier im Laden. Bei der Schwinge jetzt, die wird aus einem vollen Aluminiumblock angefertigt im CNC-Fräsbereich. Also wir kriegen einen Aluminiumzuschnitt geliefert. Dann wird eine CAD-Zeichnung erstellt, dass auch die ganzen Gegebenheiten aus dem Rahmen der Z900 da berücksichtigt werden können. Sprich, wie ist die Aufnahme von der Steckachse etc. Die Mittigkeit vom Rad ist das Wichtigste, und dann wird diese Schwinge auf CAD konstruiert und dann mit einem CAD-CAM-System auf die Programmierung für die Maschine umgesetzt. Dann spannen wir den Klotz auf und dann wird der eben auf der CNC-Maschine gefräst, und zwar mehrteilig gefräst. So, wenn die ganzen Einzelteile gefräst und gedreht sind, werden die bei uns in der Schweißwerkstatt im Wick-Schweißverfahren miteinander verschweißt. Die Radaufnahme, die Schwingenrohraufnahme vorne und der Schwingenkörper selbst. Den verschweißt der Thomas dann bei uns im Wick-Schweißverfahren, und anschließend wird die Schwinge dann oberflächenbearbeitet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Kunden möchten es beschichtet in verschiedenen RAL-Farben oder gar eloxiert. In unserem Fall hat sich der Kunde für Hochglanz entschieden. Wir haben da zwei große Polierböcke mit Sisalscheiben und verschiedenen Wachsen. Und damit wird die Oberfläche bearbeitet, so dass sie dann am Ende einen spiegelnden Glanz hat und aussieht wie verchromt. Wir fertigen verschiedene Radarten auch hier selbst. Der Kunde hat sich hier eben für dreiteilige Alufelgen entschieden. Die Außenbetten, das heißt die Felgenbetten selber, lassen wir uns aus dem Automobilbereich zuliefern, allerdings sonderangefertigt. Speziell die Felgenhörner sind für Motorradreifen gebaut. Die Innensterne in verschiedenen Designs fertigen wir aber hier selber auf unseren CNC-Maschinen an. Jetzt haben wir hier die Typ 10 Felge. Die fertigen wir hier auf der CNC-Maschine. Da wird erst die Vorderseite gefräst, dann wird es gedreht, wird mit der Messuhr aufs Hundertstel ausgerichtet, damit es deckungsgleich ist mit den Phasen, und dann wird die zweite Seite gefräst. Wenn das dann fertig ist, kommt es dann wieder zur Oberflächenbehandlung. Wie gesagt, entweder Kunststoff beschichtet, eloxiert oder hochglanzpoliert, in dem Fall hochglanzpoliert. Dann kommt die Felge, also der Innenstern, und die Felgenbetten werden dann zusammenmontiert. Die werden miteinander verschraubt und verklebt, damit dann später schlauchlose Reifen fahrbar sind und die Felge quasi dicht ist. Die Radinnenteile, das sind die Radnaben, werden auf der Drehmaschine hergestellt, ebenfalls aus Rundmaterialzuschnitten. Und da drin laufen dann die Radlager, und die werden dann miteinander ebenfalls verschraubt. Bei diesem Hinterrad hier, bei der Z900, ist eine Einarmschwinge verbaut. Da ist eine Felge verbaut, die mit einer Zentralmutter aufgenommen wird.
Ja, auch die Gabelbrücken haben wir verschiedene Typen im Angebot. In dem Fall haben wir den Gabelbrücken Typ 2 ausgewählt für eine Upside-Down-Gabel. Die Upside-Down-Gabel stammt aus einer BMW S1000 RR oder auch R9T wird die verbaut, ist in der Zug- und Druckstufe voll einstellbar. Ist eine absolute Hightech-Gabel, die wir hier verbauen. Dazu haben wir die Gabelbrücke angefertigt, auch aus hochfestem Aluminium und in dem Fall mit Hochlenkerklemmung. Hier ein ganz normaler 22 mm Lenker und eben passend für die Z900. Da sind also schon die Lenkanschläge und so weiter, auch die Aufnahme fürs Cockpit berücksichtigt. Wenn wir die fertig gefräst haben, wird die probeweise mal zusammengesteckt, weil wir nochmal die Sachen nachmessen, ob da auch alles passt, was wir da konstruiert haben. Die Gabelrohre werden in die Gabelbrücken reingesteckt, dann wird auch die Vorderradsteckachse montiert und die radial verschraubten Bremssättel. Und dann vermessen wir exakt genau die Mittigkeit der Bremsscheiben in den Sätteln, damit also die Bremswirkung auch perfekt übertragen wird und auch die Abstände genau stimmen. Ich bin der Thomas, bin ein gelernter Industriemechaniker, komme aus dem Sondermaschinenbau, habe dann meinen Metallmeister gemacht und bin jetzt seit 3 Jahren hier bei RF Biketech und ja, macht echt Spaß und bin hier hauptsächlich für die Umbauten auch zuständig. Viel Schweißarbeiten und die ganzen Metallarbeiten, ja. Wenn es dann um den Motor geht, in dem Fall der Originalmotor für eine Z, dann gehe ich auch wie beim Rahmen ins Lager. Wir sind da recht gut ausgestattet und hole mir einen Motor. Dann wird er vorbereitet für Sandstrahlen, alles abgedichtet, alles verschlossen. Dann wird er gestrahlt, lackiert, dann wird er auseinandergenommen. Dann kommen die ganzen Motordeckel zum Polieren und ja, dann lege ich mir die Teile zurecht, einen kompletten Dichtsatz und dann geht's los und ich baue den Motor Stück für Stück wieder zusammen. Die ganzen Motorteile werden natürlich dann überarbeitet oder erneuert. Was es nicht mehr neu gibt, wie gesagt, das Fahrzeug ist ja schon fast 50 Jahre alt, ist das Getriebe, Kurbelwelle, solche Sachen bekommt man nicht mehr neu. Die Teile werden entweder aufgearbeitet oder eben mit Gebrauchteilen ersetzt. Muss man aber auch sagen, dass die sehr robust sind. Also sie haben früher, sind da mit Trackster gefahren. Die haben also bis zu 200 PS ausgehalten bei einer Nennleistung, die sie eigentlich serienmäßig haben von 75, 80 PS. Also die sind extrem robust und da ist auch selten was dran kaputt. Das heißt also Motorgehäuse, Getriebe, Kurbelwelle wird quasi beibehalten, alles andere allerdings wird erneuert. In dem Fall haben wir hier 1075 Kubik Tuningkolben von REC eingebaut. Der Zylinder natürlich gebohrt, gehont. Die Ventilschaftdichtungen, Ventilführungen, Ventile werden ebenfalls erneuert, die Sitze neu gefräst und eben alles quasi auf Neuzustand gebracht, kann man sagen. Sämtliche Lager, Motorsimmerringe und normale Dichtungen werden natürlich auch erneuert. Der Motor ist eigentlich anschließend im Neuzustand. So ein Z-Motor ist ja was Schönes, den sieht man auch komplett. Und da soll das richtig schön aussehen. Am meisten machen wir in schwarz mit polierten Deckeln. Dazu dann noch die Flachschiebervergaser mit offenen grauen Endfelder. Und ja, ein Motorradfahrer, der findet sowas dann recht ansprechend. Der Z900 Rahmen, übrigens Baujahr 1976, wurde bei uns in der Metallwerkstatt vorher bearbeitet. Das heißt, der Heckrahmen wurde geändert, es wurden Soziusrasten angebaut. Und es wurde auf Zentralfederbein umgebaut. Da habe ich den Rahmen gecleant, alle überflüssigen Laschen weggetrennt, verschliffen, habe das Heck gekürzt, habe das angepasst mit neuem Rücklicht, eine polierte Radabdeckung in den Rahmen eingepasst. Dafür muss ich wieder neue Laschen anschweißen. Den Batteriekasten habe ich höher gesetzt. Und für unsere Sitzbank habe ich natürlich auch die Halteplatten alles in den Rahmen eingeschweißt. Das ganze Teil wurde dann miteinander alles verschweißt und anschließend pulverbeschichtet.
Ja, jetzt kommt es zur sogenannten schönen Arbeit, weil jetzt haben wir alle Einzelteile angefertigt, Motor ist zusammengebaut und so weiter. Und jetzt wird das Fahrzeug komplett zusammenmontiert. Das ist quasi die finale Phase, die dauert auch in der Regel ungefähr 3 Tage, bis wir dann das Fahrzeug wirklich fahrfertig haben. Und da seht ihr ja die Komponenten, die wir hier eingebaut haben, alle Fahrwerksteile, der Motor wird eingebaut, das man übrigens auch hier Hochzeit nennt. Wenn der eingebaut wird, wird in den Rahmen reingehoben, dann die Motorsteckachsen, sämtliche Schrauben fertigen wir übrigens auch neu an. Die sind aus Edelstahl, original sind die Stahl verzinkt. Edelstahl ist ja auch, sag mal, gegenüber Salz und so weiter beständiger und rostet nicht. Also das wird auch alles nochmal verbessert gegenüber dem Original. Der Auspuff, ja, der war natürlich nach Kundenwunsch, der hat eine genaue Vorstellung gehabt. Der wollte eine 4 in 1 in 4 und alles auf der rechten Seite und wollte das ein wenig extrem aussehend haben. Und da muss man halt dann loslegen, sich die Rohrbögen schneiden, Krümmerführung bauen. Die Endtöpfe habe ich auch selber gebaut. Ja, alles am Motorrad angepasst, am Motorrad dann live geheftet. Das kann man nicht komplett vorher auf der Werkbank zusammenschweißen und dann anschrauben. Das muss ja am Rahmen entlang passen. Ja, und dann war der Kunde sehr zufrieden über die Auspuffanlage. Die komplette Elektrik ist nagelneu. Die Kabelbäume und sämtliche Anbauteile wie Sicherungskasten etc. Gibt es als Replika neu. Das bauen die Japaner und es wird hier nach Deutschland importiert und ist wirklich auch was extrem viel bei so einem Umbau ausmacht, was die Zuverlässigkeit anbetrifft. Wenn man hier die alten Kabelbäume aufarbeiten würde, wäre das unterm Strich eine Katastrophe. Blinker, Scheinwerfer, Rückleuchte bauen wir inzwischen eigentlich auch alles in LED-Technik. Die sind Bauart geprüft, das heißt, die müssen vom TÜV auch nicht extra abgenommen werden und sind auch von der Zuverlässigkeit und auch von der Helligkeit unschlagbar. Also früher hat es einen Scheinwerfer gegeben mit einer 35 Watt Halogenbirne, das war wie wenn man eine Kerze vorne drin hatte. Man hat also fast nichts gesehen, wenn man nachts gefahren ist, und mittlerweile hat man, wir bezeichnen es als Suchscheinwerfer, also ist gegenüber dem Original unglaublich besser. Also macht richtig Spaß auch nachts zu fahren, was früher eigentlich eher nicht so prickelnd war, sagen wir mal so.
Wir bauen ein Retro-Cockpit hier selbst im eigenen Haus entwickelt. Die originale Z900 hatte analoge Uhren, also so 80 mm Uhren, die ziemlich ungenau gegangen sind, auch mechanisch angetrieben waren. Davon wollen wir weg, wollen die Optik allerdings erhalten. Das Ganze wird also jetzt komplett elektronisch, elektronischer Tacho, elektronischer Drehzahlmesser. In der Mitte allerdings haben wir das Original Mittelteil, sprich die Kontrollleuchteneinheit von der alten Z1900 im Original weiterverwendet. Die Uhren, also die Digitaluhren, werden eingefasst in CNC gefräste Anbauteile und gedrehte Anbauteile. Damit haben wir quasi die alte Optik, aber die allerneueste Technik. Also die Aufbau- bzw. Restaurationszeit, je nachdem, was wir eben für Aufgaben vom Kunden gestellt bekommen, ist nicht gravierend unterschiedlich, aber schon unterschiedlich. Wir bauen so ein Bike, also jetzt diese Z900 mit dem 300er Reifen, brauchen wir ungefähr so 100 bis 120 Stunden für so ein Fahrzeug. Ist eigentlich relativ wenig für so einen Komplettaufbau inklusive Anfertigung aller Teile, aber wir haben solche Fahrzeuge schon so oft gebaut, haben da sehr viel Erfahrung und können deswegen schon auf Komponenten zurückgreifen, die wir schon im Archiv haben, was jetzt die Programme für die CNC-Maschine betrifft oder halt die Abläufe auch. Wir wissen genau, wenn wir eine Zentralfederbein einbauen, dann brauchen wir die Bauteile etc., was man beim anderen Bike, wo man von Grund auf quasi neu entwickelt, natürlich alles nochmal erst durchentwickeln muss. Deswegen kommen wir da mit, ich sage mal, ca. 120 Stunden hin. Originalrestauration ist aber auch unter 100 Stunden unrealistisch. Und größere Umbauten, was dann noch vielleicht Kompressor oder Turbo-Umbauten, die wir auch machen, betrifft, da sind wir dann schon bei 150, 160 Stunden. Das ist das Coole halt auch zum Beispiel. Jetzt habe ich ja so Z schon gebaut und baust da wochenlang auf und das ist mittlerweile hier so ausgereift, auch mit dem Vergaser und so. Wir bauen die zusammen und wenn wir das erste Mal den Knopf drücken, sind die sofort an. Das war bis jetzt immer. Das ist cool. Dann haben wir Dyna Zündanlage. War da eine Unterbrecherzündung verbaut, die natürlich sich immer verstellt hat. Wir bauen hier eine elektronische Dyna Zündanlage ein, inklusive Dyna Spulen und Zündkabel, was den Motorlauf extrem positiv beeinflusst. Er läuft wesentlich ruhiger und der Zündfunken kommt viel exakter.
Die wird jetzt hier gestartet und was man eigentlich überhaupt nicht machen soll, das mache ich hier gerade auf dem Bild und gebe jetzt bei dem ganz neuen Motor richtig Gas. Das ist eigentlich überhaupt nicht empfehlenswert. Nee, Spaß beiseite. Aber der Sound ist hier ganz gut zu hören, deswegen machen wir das. Das machen wir normalerweise nicht, machen wir nur speziell extra für euch für den Film.